Wahnsinnige Achterbahnprojekte stehen vor der Tür und vor unserer eigenen Haustür quasi und das auch von den meisten von euch wahrscheinlich. In Mitteleuropa wird's richtig wild und vieles anderes passiert gerade auch, was spannend und interessant ist und das alles besprechen wir heute in diesem News-Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen News-Video meinerseits. Und es gibt einiges, was wir heute wieder besprechen müssen, bevor ich euch in das sonnige Wochenende schicke. Und damit das überhaupt funktioniert, wird euch dieses Video präsentiert von Aufwind Rides aus Deutschland, die jetzt vor kurzem auch die Ravenmoor Academy im Freizeitland Geiselwind eröffnet haben. Neuer Dark Ride auf einer Motion Base. Und gerade aktuell bastelt man auch fleißig in Malterdingen an neuen spannenden Dingen. Und es gibt bald wieder neue Rides in Deutschland von Aufwind Rides zu erleben. Die machen übrigens nicht nur Dark Rides, sondern auch so Themenfahrten, Flying Theater und ähnliches. Made in Germany, komplett mit Thematisierung, Storyline und allem drum und dran, wann das hier gewünscht ist. Und das komplett schlüsselfertig. Checkt das gerne aus, Link in der Videobeschreibung. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen lieben Dank an Aufwind Rides für das Support und Unterstützen dieses Videos. Starten wollen wir direkt mit dem Parque Warner in Madrid, der Schwesterpark vom Moviepark Germany oder fast schon der Mutterpark. Und dort gibt es quasi eine neue Stuntshow, eine neu gestaltete Stuntshow mit dem Namen DC Super Villains Stuntshow. Und das Ganze ist trotzdem noch eine Auto-Stuntshow mit einem komplett neuen Branding. Und da wurde jetzt Premiere gefeiert und natürlich waren da die wichtigen Leute vom Parque Warner, von Parques Reunidos, aber natürlich auch Lokalpolitik und Ehrengäste vor Ort. Aber nicht nur das, sondern auch der Trial-Weltmeister Tony Bow, der den Auftakt für die Show mit seinen Motorradkunststücken gemacht hat, war dann der Voract, richtig crazy sowas. Gibt aber auch sowas noch ganz in der Nähe in NRW diesen Sommer zu sehen. Dazu dann später mehr in diesem Video. Und auch der Parque Warner, wie viele andere Freizeitparks in Europa, sind ja darum bemüht, nachhaltig zu sein und ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und da fragt sich der eine oder andere vielleicht sogar auch zu Recht, wie das denn mit einer Autostunt-Show vereinbar ist. Und in Parque Warner gibt es auch ein E-Fahrzeug, ein rein elektrisches Auto, was bei der Stunt-Show mitfährt. Ich sag mal so, das ist jetzt nicht das, was man bei so einer Show sehen möchte und nicht die Zukunft, auf gar keinen Fall. Aber der Park arbeitet sehr eng mit Repsol zusammen und das ist eine sehr enge Partnerschaft und man schafft es zusammen 400 Tonnen CO2 im Jahr einzusparen. Und das macht jetzt nicht nur dieses eine E-Fahrzeug in der Stuntshow, sondern es gibt 3 große Säulen, auf denen das Ganze fußt und mit denen das funktioniert. Und zwar wird für den ganzen Parkbetrieb Ökostrom mit Herkunftsgarantie verwendet. Dann gibt es zertifiziertes Biogas und Erdgas für die Wärme- und Gasversorgung von Parque Warner. Und vor allem in der Stuntshow, aber auch alle anderen Fahrzeuge des Parks laufen 100% mit erneuerbaren Kraftstoffen. Das ist ziemlich stark, ziemlich crazy und ziemlich cool, dass das funktioniert. Und dann kann man sich auch 2026 noch ruhigen Gewissens eine Autostunt-Show angucken. Ich liebe sowas und die gibt es jetzt, wie gesagt, mit DC-Thema bei Parque Warner in Madrid. Bei den Jungs und Mädels aus Paderborn von IMAScore tut sich auch was gerade und zwar gibt es neue Merch-Artikel und zwar könnt ihr vorbestellen. Und zwar gibt es T-Shirt-Designs zum Vorbestellen und auch eine neue Special Edition auf Vinyl. Das passend zum 30-jährigen Jubiläum vom Moviepark Germany, die Moviepark Studio Tour auf Vinyl. Auch zum Vorbestellen, alles nur für einen kurzen Zeitraum. Checkt das gerne mal aus. Den Link packe ich euch in die Videobeschreibung, shop.imascore.com und da könnt ihr dann euch die Sachen vorordern. Nicht, dass ihr das nicht mitbekommen habt und ich euch das nicht gesagt habe. Deswegen einmal der Hinweis, Shirts und Vinyl jetzt zum Vorbestellen bei IMAScore. Und supportet das, weil die machen Musik und Thematisierung und ähnliches. Und dann ist das auch diese Fanarbeit und um euch auch was wiederzugeben. Also coole Sache, checkt das gerne aus. Neue Achterbahn für Efteling. Jetzt wird es richtig wild und Efteling hat eine neue Achterbahn für 2029 angekündigt. Ja, das ist etwas früh,
Aber das wird, glaube ich, auch ein ziemlich großes Projekt. In den offiziellen Mitteilungen spricht Efteling vom Suspended Launch Coaster, der kommt. Und ich habe dieses Bild, dieses Artwork gesehen und dachte mir, Moment mal, das sieht für mich aber verdächtig nach dem Thrill Glider von Vekoma aus. Das ist die Suspended-Variante des Motorbike Coasters quasi. Also faktisch richtig ist es ein Suspended Coaster, aber ihr sitzt da nicht normal drin, wie ihr das eventuell kennt von Hängeachterbahnen, sondern man sitzt auf einem Motorrad und das hängt unter der Schiene. Gibt es so weltweit noch gar nicht. Dann bin ich auf die Rollercoaster Database gegangen und habe gesehen, auch die listen das Ganze als Thrill Glider und dass der Hersteller Vekoma ist definitiv verifiziert und diese Thrill Glider sind echt spannend und interessant. Das wird aber mit 2029 dann nicht weltweit der erste werden, wenn alles planmäßig läuft, so wie es jetzt angedacht ist. Denn der erste wird, wenn es planmäßig alles so läuft, nach Kalifornien gehen zu Six Flags Magic Mountain. Dann ein Jahr später, 2028, geht der nächste nach Frankreich zum Futuroscope und 2029 dann nach Efteling. Und dann erwartet uns in Efteling Miss Illumina mit 80 km/h Spitzengeschwindigkeit bei diesem Launch Coaster. 2 Minuten Fahrzeit werden versprochen und es gibt einen Abschuss aus einem wissenschaftlichen Institut zu einer Expedition ins Unbekannte. Das Ganze ist dann Teil des Themenbereiches Insel der 5 Sinne und das ist direkt am Eingang und die Achterbahn wird nach dem Haupteingang direkt rechts liegen. Zu diesem Bereich gehören ja übrigens das Efteling Grand Hotel, was jetzt neu eröffnet hat, das Efteling Theater, Haus der 5 Sinne und die Wassershow Aquanura. Sehr starke Ankündigung. Das Ganze soll das Thrill-Angebot mehr ausbauen und die Rollercoaster Database spricht übrigens auch davon, dass das Projekt ein Investitionsvolumen von 50 Millionen Euro hat. Ich finde es sehr spannend, dass das Ganze so früh angekündigt wird und ich weiß auch nicht, ob man das, was da kommt, hätte schon jetzt bei frühen Start von Bauarbeiten erkennen können und Efteling irgendwelchen Leaks aus dem Weg gehen wollte oder ob man Angst hat, dass irgendjemand anderes im Einzugsgebiet eventuell sich die gleiche Attraktion überlegt, in den Park zu stellen und man dann jetzt der Erste sein wollte. Das ist aber auch alles komplett egal, weil es kommt auf jeden Fall nach Efteling eine neue Thrill-Achterbahn und das finde ich sehr, sehr, sehr cool, da freue ich mich drauf. Und EU-West, Mitteleuropa bekommt noch mehr Thrill-Achterbahnen neu. 2027 kommt ja einiges, da haben wir im letzten News-Video schon drüber gesprochen. Zum Beispiel im Djurs Sommerland mit Midgard Zormen im dänischen Freizeitpark, der unglaublich cool ist, wird dann die 9. Achterbahn und der 10. Count entstehen. Und Europa lässt sich da wirklich nicht lumpen. Wir haben nämlich auch schon drüber gesprochen, es wird von der Firma Intermin Amusement Rides ein sogenannter Hot Racer, also deren Single Rail Coaster. Und es gibt jetzt ein animiertes Video, was noch ein bisschen mehr zeigt, was uns da für eine wirklich spannende und spektakuläre Fahrt erwartet. Und zwar auf 603 Metern Streckenlänge, einer Höhe von 23 Metern mit 75 km/h Spitzengeschwindigkeit und 2 Katapultstarts sowie 3 Überkopfelemente. Hochdynamisch, smooth, kraftvoll, einfach top. Und wenn ihr euch fragt, wie fährt denn so ein Hot Racer? Hier gibt es das Review zu Mahuka in Frankreich. Die haben nämlich auch so eine Kiste. Und diese Single Rail Coaster sind wirklich sehr cool. Man sitzt alleine und hat einen Zug mit mehreren Plätzen hintereinander. Wir sind schon den Prototypen in Australien gefahren, der war schon ziemlich cool, aber Mahuka ist um einiges spannender gewesen noch. Und deswegen wird das, glaube ich, im Djurs Sommerland auch eine richtig coole Sache. Die könnt ihr dann ab 120 cm Körpergröße fahren und die Bahn wird nicht einfach nur irgendwo hingestellt, sondern das Ganze kriegt natürlich Djurs Sommerland typisch eine gute Gestaltung. Und hier geht es dann um die Seeschlange aus der nordischen Mythologie und das sieht bei dem Zugdesign schon sehr, sehr, sehr stark aus. Das Design kommt übrigens von der niederländischen Firma Leisure Expert Group und ich habe richtig Bock drauf. Super starkes Projekt und wir sehen uns 2027 definitiv in Dänemark wieder. Wenn ihr Bock auf eine Neuheit in Deutschland habt, könnt ihr morgen schon in den Schwabenpark fahren, denn morgen eröffnet im Schwabenpark Turbo Tonis Wäscheschleuder. Das ist die neue Schaukelattraktion mit einer Höhe von bis zu 12 Metern und ab 90 cm und 3 Jahren könnt ihr dort schon
mitfahren. Das Ganze ist ein sogenannter Wildswing der Firma Art Engineering und Turbo Tony hatte vor, mit seiner neuen Trocknungsmaschine die Wäsche zu trocknen von allen Dorfbewohnern, und das Ganze ist etwas ausgeartet und hat dann überall die Wäsche rumgeschleudert, durch die Luft gewirbelt und überall sind noch Seifenblasen, und das ist Turbo Tonys Wäscheschleuder. Und wer jetzt denkt, so, boah, so ein Art Engineering Wildswing ist ja alles schön und gut und macht ja auch super viel Spaß, das ist faktisch auf jeden Fall so, aber die stehen ja jetzt überall. Ja, aber das, weil sie einfach sehr gut sind, und ich finde, es ist auch richtig und sinnvoll, dass jeder Park einen Wildswing hat, ob jetzt den normalen Wildswing oder einen Wildswing XL, weil ich sehe das so, dass es einfach nach Jahrzehnten wieder ein Fahrgeschäft, was einfach ein Basic-Fahrgeschäft in Freizeitparks ist. Denkt an einen Wellenflieger, eine Schiffsschaukel oder ein Riesenrad. Das sind Basics, die in jeden Freizeitpark gehören, und wenn da ein Freizeitpark sich so etwas hinstellt, sagt keiner, ja, das gibt's ja schon überall, sondern, jo, stimmt, hat noch gefehlt, um alles komplett zu machen. Und so ist es, glaube ich, gerade mit den Wildswings auch. Spannend wird nur sein, wann und was kommt als nächstes. Aber auch da gibt's in allen Schubladen aller Hersteller noch richtig tolle Projekte. Von daher mehr Wildswings für Deutschland und den Rest der Welt. Vielleicht wäre das auch eine Idee für Schloss Beck. Die eröffnen aber jetzt erstmal, beziehungsweise sind gerade im Soft-Opening vom neuen Wasserspielplatz. Den haben wir euch Anfang letztes Jahr gezeigt. Da war der noch im Bau. Jetzt hat das Soft-Opening begonnen, und im Verlauf der nächsten Tage wird dann der neue Wasserspielplatz in Schloss Beck final auch öffnen. Hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert. Wenn ihr das Video vom letzten Mal nicht gesehen habt, verlinke ich euch gerne hier oben. Da kann man auch noch den Rest des Parks sich einmal anschauen. Und wenn wir schon in NRW unterwegs sind, schauen wir mal zum Fort Fun Abenteuerland. Und auch in der Hochsaison im Sommer geht es da wieder richtig ab, und es wird wieder ein großes Rahmenprogramm rund um den Freizeitpark angeboten. Und ab morgen startet Wild Wheels, und da sind wir wieder beim Motorrad-Trial fahren. Das ist dann die Outdoor-Show im Fort Fun, und ab dem 15. Juli ist dann auch wieder der Santa Fe Express unterwegs, und ihr könnt tolle Panoramafahrten durch den Park im Sauerland machen. Das lohnt sich wirklich. Cooler Zug, coole Strecke und teilweise echt richtig, richtig coole Aussicht. Und am 18. Juli folgt dann auch noch Flying Knives als Saloon Show. Und alle 3 Punkte sind dann auch täglich und können in der Hochsaison im Sommer erlebt werden. Zusätzlich gibt es am 15. und 22. Juli noch Family Fun Party im Fort Fun, und das darf natürlich nicht fehlen. Am 15. und 16. August sind wieder die Mexican Summer Veranstaltungen im Fort Fun. Und jetzt unfassbar elegante Überleitung. Wenn ihr im Fort Fun seid, wollt ihr unbedingt Trapper Slider fahren. Das ist ein Alpine Coaster von der Firma Wiegand. Und damit sind wir bei der Firma Wiegand. Was ein Quatsch, aber müssen wir drüber sprechen. Denn die Firma Wiegand hat ein neues wichtiges Teil zur Tourismusinfrastruktur beigetragen in Montenegro, in einem Nationalpark. Ich erspare euch, dass ich das ausspreche. Und da gibt es einen neuen WeFlyer von Wiegand, und der ergänzt den 2023 eröffneten Alpine Coaster. Und Leute, was soll ich sagen? Was eine Wahnsinnsaussicht. Und dieser Park oder dieser Berg ist crazy. Der Alpine Coaster ist krass. Und jetzt der WeFlyer mit dem Namen Falcon Fly. Spannender Name. Hat jetzt am 3. Juli eröffnet und bietet ca. 600 Meter Strecke, 10 Twin-Seater-Gondeln und 2 große Kreisel. Der Bau hat im Dezember 25 begonnen, musste dann witterungsbedingt wegen dem harten Winter unterbrochen werden, ging im Februar weiter, und jetzt ist der WeFlyer von Wiegand eröffnet. Sieht richtig cool aus, und wir waren da, bedeutet, wir müssen jetzt auf jeden Fall nochmal dahin, nicht nur weil der WeFlyer richtig cool aussieht, sondern damit ist Montenegro nicht mehr abgeschlossen, war ein abgeschlossenes Land mit allen Counts, und das Ganze ist ein Count. Danke. Ohne Wiegand wäre hier niemand. Ihr kennt das Spiel. Und ja, sehr cool. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze da vor Ort aussieht, packe ich euch in die Endcard noch den Vlog von unserem Tag, wo wir durch Montenegro gefahren sind. Und zu guter Letzt
Right Review Rebels des Monats und liebe Grüße gehen raus an Live und Julia. Vielen lieben Dank für euren Support, euren krassen, langen Support und wir haben uns auch jetzt kennengelernt bei Coasters und Concert. Super cooles Gespräch. Da war leider zu wenig Zeit, um mit überhaupt irgendjemand vernünftig ein Gespräch zu führen, aber das war auf jeden Fall schon mal super spannend. Einfach die Leute wieder kennenzulernen, die jetzt gerade auf der anderen Seite dieses Videos sitzen. Und die zwei sind richtig krasse Supporter und deswegen Right Review Rebels des Monats. Vielen lieben Dank für euren Support. Liebe Grüße gehen raus. Liebe Grüße auch an alle anderen, die das hier unterstützen, dahinter stehen, supporten und Bock haben. Ich danke euch, danke für eure Zeit, eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns jeden Tag um 18 Uhr zu einem neuen Video hier auf dem Right Review YouTube-Kanal.